Hallo ihr Lieben, heute habe ich für euch ein Rezept für Oreschki, den russischen Kekse-Klassiker, und ich sage euch, das ist die Kombination aus knusprig und cremig. Für den Teig braucht ihr Eier, weiche Butter, Mehl, Puderzucker und Vanillepulver und Backpulver. Für die Füllung ganze Haselnüsse, weiche Butter und Karamellcreme. Diese könnt ihr bereits fertig im Supermarkt kaufen oder ihr stellt sie selbst her aus gezuckerter Kondensmilch, und wie das funktioniert, habe ich euch schon in einem Video gezeigt. Dieses verlinke ich euch natürlich. Außerdem braucht ihr einen Oreschki-Maker und den Link zu diesem Produkt findet ihr in der Infobox. Für den Teig mixt ihr die Eier zusammen mit dem Puderzucker und Vanillepulver cremig. Fügt nach und nach die weiche Butter hinzu und die sollte wirklich weich sein, weil sich die Zutaten sonst nicht so gut verbinden. Jetzt kann es euch passieren, dass die Mischung irgendwie krisselig wird, also viele kleine Klümpchen beinhaltet, aber keine Angst, vermischt einfach das Mehl mit dem Backpulver und fügt dieses portionsweise hinzu. Am Ende werdet ihr sehen, dass daraus ein schöner kompakter Teig wird. So sieht er aus, wenn er fertig ist. Er ist relativ weich, aber er klebt nicht am Schüsselrand. Deckt ihn gut ab und lasst ihn bei Zimmertemperatur 10 bis 15 Minuten ruhen und bereitet in der Zwischenzeit alles vor, was ihr benötigt. Zum Beispiel einen Kugelausstecher. Müsst ihr nicht haben, ist aber super praktisch zum Portionieren. Ich befülle diesen Kugel- oder Melonenausstecher einmal bis oben hin, dann forme ich eine Kugel, halbiere diese und forme 2 kleinere Kugeln. Das ist so die ideale Größe dann für das Gerät. Auf diese Weise, meine Lieben, müsst ihr jetzt fortfahren, bis der komplette Teig verbraucht ist und ihr ganz viele kleine Bällchen geformt habt. Danach könnt ihr das Gerät erhitzen und bereitet auch unbedingt einen Timer auf eurem Smartphone vor oder eine Eieruhr, denn jetzt muss die Zeit gestoppt werden. Legt in jede Mulde des Geräts jeweils eine kleine Kugel und verschließt das Gerät sorgfältig. Stellt die Eieruhr auf 2,5 bis 3 Minuten, bei mir sind es 3, aber ihr müsst natürlich schauen, wie euer Gerät funktioniert. Fertig sind sie, wenn sie eine schöne Bräunung angenommen haben und wenn es intensiv nach Keksteig duftet. Bitte achtet darauf, dass ihr euch die Fingerchen nicht verbrennt, denn das geht mit so einem Oreschki-Maker ziemlich schnell. Ich verwende gerne eine kleine Gabel, weil ich sie damit am leichtesten von der Fläche lösen kann, aber ihr müsst bei der Gabel darauf achten, dass ihr das Gerät nicht beschädigt. Lasst die Schalen vollständig auskühlen, danach sind sie fest genug und auch nicht mehr so brüchig. Jetzt ist die Feinarbeit an der Reihe und das kann dauern, aber es hat auch was Meditatives und ihr könnt natürlich auch Familienmitglieder mit einspannen, dann geht es schneller. Es geht darum, diese unschönen Ränder zu entfernen. Den groben Teil, den kann man mit den Fingern einfach herunterbrechen, aber den Rest muss man dann wahrscheinlich mit einem Messer bearbeiten. Zumindest mache ich das gerne so, weil ich möchte, dass meine Schalen alle perfekt sind und ja, einfach schön ausschauen. Beachtet hierbei, dass die Schalen es nicht mögen, wenn man sie quetscht oder drückt. Sie sind schon ein bisschen empfindlich, also ihr müsst ein bisschen Fingerspitzengefühl mitbringen. Die Reste legt ihr in eine Schüssel und da sage ich später noch was dazu. So sehen die Schalen aus, wenn sie fertig bearbeitet sind. Ihr seht, die haben schöne, saubere Ränder. Es kann sein, dass einige innen ein bisschen dunkler sind als außen. Das kommt immer auf das Gerät drauf an, was man verwendet. Die Reste werden jetzt fein gemahlen und ihr könnt sie, wenn ihr wollt, für die Füllung verwenden. Ihr findet ja in der Zutatenliste 3 Optionen dafür. Oder ihr lagert sie einfach in einer Box und könnt sie verwenden, wenn ihr Cheesecake, Kekskugeln und ähnliches machen wollt. Ist nämlich nichts anderes als gemahlener Butterkeks. Bei uns besteht die Füllung nur aus Butter und Karamellcreme und dafür werden diese 2 Zutaten kurz cremig gemixt. Füllt die Creme in einen Spritzbeutel um und dann könnt ihr die Schalen damit befüllen.
Anschließend bereitet ihr ein Stück Küchenrolle vor, um den Überschuss an Creme zu entfernen und natürlich die Haselnüsse. In eine der Hälften legt ihr die Haselnuss, verschließt das Ganze mit der zweiten Hälfte, reibt diese 2 Schalen ein bisschen aneinander, damit die Creme sich verteilt und entfernt den Überschuss mit eurem Fingerchen. Die Creme, die hier herausquillt, ist quasi der natürliche Kleber. Sobald die Oreschki ausgekühlt sind, hält das Ganze nämlich bombenfest. Wenn ihr eine besonders cremige Füllung wünscht, also eine sehr weiche Füllung, dann nehmt ihr einfach nur Karamellcreme. Wenn ihr fertig seid mit allen Oreschkis, dann stellt ihr sie kühl und jetzt könnt ihr sie öffnen und ich zeige euch jetzt mal das Innenleben. Das ist der Oreschki mit purer Karamellcreme. Sieht schön aus, schmeckt auch lecker, aber ist halt ein bisschen schwierig mit dem Befüllen und ja, es ist halt eine klebrige Angelegenheit. Deswegen bevorzuge ich die Variante mit Butter und Karamellcreme, weil sie schön cremig ist und trotzdem stabil. Falls ihr die Keksreste mit einarbeiten wollt, dann findet ihr die Mengenangaben in der Zutatenliste und das Ganze sieht dann innen so aus, also es ist eher eine relativ feste Füllung. Ihr habt gesehen, man hat schon einiges an Arbeit mit diesen süßen Oreschkis, aber es lohnt sich, das kann ich euch schon mal sagen, der Geschmack ist nämlich wirklich einzigartig. Ich hoffe, dieses Rezept hat euch gefallen und wenn das der Fall ist, gebt diesem Video einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und besucht mich gerne auch auf Facebook, Pinterest und Instagram. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.